Hallo und herzlich willkommen. Hast du bald deine Prüfung Start Deutsch 1? Bist du nervös wegen dem Teil Lesen? Das musst du nicht sein. Heute zeige ich dir genau, wie du diesen Teil bestehst. Wir schauen uns die Strategien an, die Fallen und die wichtigsten Wörter. Zuerst die Fakten. Du hast 25 Minuten Zeit für 15 Aufgaben. Das ist nicht viel. Deshalb ist die wichtigste Regel: bitte übersetze nicht jedes Wort. Du musst den Text nicht komplett verstehen. Du musst nur die Antwort finden wie ein Detektiv. Fangen wir an. In Teil 1 liest du kurze E-Mails oder Briefe. Du musst entscheiden: ist die Aussage richtig oder falsch? Hier ist mein Profi-Tipp. Lies immer zuerst die Aufgabe und erst dann den Text. Wenn du zuerst die Aufgabe liest, weißt du sofort, welche Information du suchen musst. Suchst du eine Uhrzeit? Einen Ort? Oder einen Namen? Achtung vor Fallen. Prüfe immer genau. Wer schreibt an wen? Lädt Sarah die Lena ein? Oder lädt Lena die Sarah ein? Das ist ein großer Unterschied. Und achte auf kleine Wörter wie nicht oder kein. Wenn im Text steht ich habe keine Zeit, aber in der Aufgabe steht sie hat Zeit, dann ist die Antwort natürlich falsch. Schauen Sie sich dieses Beispiel an. Aussage: Sarah hat am Sonntag Geburtstag. Richtig oder falsch? Der Text: Liebe Lena, ich feiere am Samstag meinen Geburtstag. Wir markieren am Samstag und lesen weiter: Ich möchte dich herzlich einladen. Die Party ist bei mir zu Hause. Wir fangen um 18 Uhr an. Es gibt Pizza und Salat. Kannst du bitte Getränke mitbringen? Cola oder Saft wäre super. Bis Samstag. Auch markieren wir deine Sarah Fazit. Im Text steht klar Samstag, aber in der Aussage steht Sonntag. Die Tage sind nicht gleich. Deshalb ist die Aussage falsch. Wichtige Wörter aus dem Text: lerne diese Wörter, um solche Briefe in Zukunft besser zu verstehen. Feiern, einladen, anfangen, die Getränke mitbringen, gehen wie weiter. Schauen wir uns die Aussage an. Aussage: Die Party ist in einem Restaurant. Richtig oder falsch? Wir markieren im Restaurant. Der Text: Liebe Lena, ich feiere am Samstag meinen Geburtstag. Die Party ist bei mir zu Hause. Wir markieren bei mir zu Hause. Fazit: Im Text steht bei mir zu Hause, also nicht draußen. In der Aussage steht in einem Restaurant. Die Orte sind verschieden. Deshalb ist die Aussage falsch. Wichtige Wörter und Ausdrücke in Texten auf dem Niveau A1, A2 versucht man oft, dich zu verwirren, indem typische Treffpunkte genannt werden: Caf, Restaurant, Park, Schule. Achte im Text immer auf die lokalen Präpositionen. Bei jemandem, in einem Raum, Gebäude, im Park. Der Ausdruck bei mir ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Person dich zu sich nach Hause einlädt und nicht an einen öffentlichen Ort. Nächste Aufgabe. Aussage: Die Party beginnt am Abend. Richtig oder falsch? Der Text: Wir fangen um 18 Uhr an. Fazit: Im Text steht eine konkrete Uhrzeit. 18 Uhr. In der Aussage steht eine Tageszeit. Am Abend. In Deutschland gilt 18 Uhr als Abend. Außerdem sind Anfangen und Beginnen Synonyme. Der Inhalt stimmt überein. Deshalb ist die Aussage richtig. Wichtige Wörter und Synonyme: hier prüft die Aufgabe, ob du Synonyme und Tageszeiten verstehst. 18 Uhr gleich am Abend, anfangen gleich beginnen, wörtlich. Es gibt Pizza gleich wir essen Pizza. In Prüfungen werden oft konkrete Uhrzeiten durch allgemeine Tageszeiten ersetzt. Hier ist eine kleine Orientierungshilfe. Bis circa.
11 Uhr der Morgen, der Vormittag, 12 Uhr, 14 Uhr der Mittag, 14 Uhr, 17 Uhr der Nachmittag, ab 17 Uhr, 18 Uhr der Abend. Achte auch auf die Verben. Anfangen ist ein trennbares Verb, wir fangen an. Beginnen ist nicht trennbar, die Party beginnt. Aussage: Sarah kocht eine Suppe. Richtig oder falsch? Der Text: Es gibt Pizza und Salat. Kannst du bitte Getränke mitbringen? Fazit: Im Text steht, dass es Pizza und Salat gibt. In der Aussage steht, dass Sarah eine Suppe kocht. Pizza und Salat sind keine Suppe. Deshalb ist die Aussage falsch. Wichtige Wörter: Hier geht es um das Essen, Vokabeln. Die Suppe kochen, es gibt. Achte genau auf die Nomen, Substantive. Wenn im Text Pizza steht und in der Aufgabe Suppe oder Kuchen, ist die Antwort fast immer falsch. Du musst nicht interpretieren, vielleicht gibt es auch Suppe, sondern nur genau lesen, was da steht. Aussage: Lena soll etwas zum Trinken kaufen. Richtig oder falsch? Der Text: Kannst du bitte Getränke mitbringen? Cola oder Saft wäre super. Im Text fragt Sarah: Kannst du bitte Getränke mitbringen? Die Aussage sagt: Lena soll etwas zum Trinken kaufen. Das passt zusammen. Wenn Lena Getränke, Cola, Saft, mitbringen soll, muss sie diese meistens kaufen oder besorgen. Getränke und etwas zum Trinken sind Synonyme. Deshalb ist die Aussage richtig. Das ist ein klassischer Trick in Prüfungen. Wörter werden durch Synonyme ersetzt, Paraphrasierung. Die Getränke gleich etwas zum Trinken mitbringen, kaufen, besorgen sollen, Lena soll. Gleich hier als Auftrag bitte gemeint, kannst du bitte. Weiter geht es mit Teil 2. Hier gibt es eine Situation und zwei Anzeigen, A und B. Du musst die richtige Anzeige wählen. Hier machen viele Schüler einen Fehler. Pass gut auf das Wortsuchen auf. Stell dir vor, die Aufgabe ist: Du suchst einen Job. Anzeige A sagt: Ich suche Arbeit als Kellner. Anzeige B sagt: Restaurant Sonne sucht Kellner. Welche ist richtig? Natürlich Anzeige B. Anzeige A ist von einer anderen Person, die auch Arbeit sucht. Die hilft dir nicht. Du brauchst eine Firma, die jemanden sucht. Andere Situation: Du möchtest arbeiten. Du brauchst einen Arbeitgeber, eine Firma. Der Zeitraum: Du suchst für den Sommer. Jetzt schauen wir uns die Anzeigen an. Anzeige A: Suche Job als Lehrer. Wer schreibt das? Eine Person, die selbst Arbeit sucht. Das Problem: Das ist kein Arbeitgeber. Ihr habt das gleiche Ziel, Arbeit finden. Fazit: Passt nicht. Anzeige B: Kaf Sonnenschein sucht Kellner. Wer schreibt das? Ein Kaf, ein Arbeitgeber. Sie bieten einen Job an für Juli und August. Die Zeit: Juli und August sind Sommermonate. Fazit: Das passt perfekt. Hier ist der wichtigste Unterschied, den du verstehen musst. Ich suche. Suche. Jemand will arbeiten, Arbeitssuchender. Firma X sucht. Wir suchen. Eine Firma bietet Arbeit an, Arbeitgeber, KAF, GmbH, Schule Juli und August Synonym für Sommer. Sich melden, Kontakt aufnehmen, anrufen oder schreiben. Nächste Aufgabesituation: Du willst einen gebrauchten, nicht neuen, Tisch billig kaufen. Jetzt schauen wir uns die Anzeigen an. Anzeige A: Möbelhaus Müller, ein Geschäft verkauft meistens neue Sachen. Neue Tische, das passt nicht. Du suchst gebraucht. Ab 200 Euro, das ist für einen Tisch oft nicht billig. Fazit: Passt nicht. Anzeige B:
Verkaufe meinen alten Küchentisch. Alt gleich gebraucht. Das passt. Nur 20 Euro. Das ist sehr billig. Fazit. Passt perfekt. Wichtige Wörter und Gegenteile gebraucht nicht neu alt billig nur 20 Euro günstig kaufen. Du willst, verkaufe, Anbieter, das Möbelhaus neu Gegenteil alt ab 200 Euro deine Situation. Du möchtest mit dem Zug reisen. Das Ziel. Berlin nach München. Jetzt schauen wir uns die Anzeigen an. Anzeige A. Deutsche Bahn. Täglich Züge. Wörter. Bahn und Zug sind Synonyme oder gehören zusammen. Die Route. Berlin nach München. Fazit. Das ist genau das, was du suchst. Anzeige B. Busreisen Schmidt. Wir fahren Sie mit dem Bus. Das Problem. Hier fährt ein Bus, kein Zug. Auch wenn der Bus vielleicht nach München fährt, ist das Verkehrsmittel falsch. Fazit. Passt nicht. Wichtige Wörter, Verkehrsmittel, lerne diese Wörter für das Thema Reisen. Der Zug, die Züge, die Bahn, der Bus täglich ab 29, Mindestpreis, kommen wir zu Teil 3. Das sind Schilder im Supermarkt, am Bahnhof oder an Türen. Hier musst du entscheiden. Richtig oder falsch? Für diesen Teil musst du 5 Wörter unbedingt auswendig lernen. Schreib sie dir auf. Erstens. Verboten oder nicht gestattet. Das heißt: Nein, das darfst du hier nicht machen. Zweitens. Defekt oder außer Betrieb. Das heißt: Es ist kaputt, es funktioniert nicht. Drittens. Barzahlung. Das heißt: Nur Bargeld, keine Karte. Viertens. Geschlossen. Der Laden ist zu. Und fünftens. Eingang und Ausgang. Wenn du diese Wörter kennst, hast du die Punkte in Teil 3 fast sicher. Das Schild. Rauchen verboten. Das bedeutet: Du darfst hier nicht rauchen. Stopp, die Aussage. Hier darf man rauchen. Das bedeutet: Es ist erlaubt. Okay, Fazit. Das Wort verboten ist das genaue Gegenteil von man darf, erlaubt. Die Aussage widerspricht dem Schild. Deshalb ist die Antwort falsch. Verboten bedeutet nicht erlaubt, man darf das nicht machen, erlaubt bedeutet man darf das machen, man darf bedeutet es ist okay. Vergleichen wir den Text und die Aussage. Das Schild. Bitte benutzen Sie den Eingang um die Ecke. Das bedeutet: Diese Tür ist zu. Du musst ein paar Meter weitergehen, um die Ecke. Dort ist ein zweiter Eingang. Die Aussage. Man muss zu einem anderen Eingang gehen. Das stimmt. Der Eingang um die Ecke ist ein anderer Eingang als dieser hier. Fazit. Die Information ist gleich. Deshalb ist die Antwort richtig. Geschlossen bedeutet zu, nicht offen, um die Ecke bedeutet an der Seite nicht weit weg, der Eingang um die Ecke bedeutet der andere Eingang, benutzen Sie. Bedeutet man muss. Nehmen gehen zum Schluss noch ein wichtiger Rat. Wenn du eine Antwort nicht weißt, rate einfach. Mach dein Kreuz bei A oder B. Lass niemals eine Aufgabe leer. Du hast eine 50% Chance, dass es richtig ist. Bleib ruhig, lies genau, aber bleib nicht zu lange an einem Wort hängen, das du nicht kennst. Du schaffst das. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.